Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Zylinderkopf des Porsche 944 S2. Und zwar ist bei diesem Fahrzeug Folgendes passiert. Hier hat es im Bereich der Kurbelwelle einfach alle Zähne weggerissen. Im Bereich der Nockenwelle fehlt einer und ihr erkennt auch, wie die sich alle lösen. Also einmal ist das natürlich die schlechte Qualität. Das ist der Conti-Riemen, den ich ja nie verbaue. Jetzt ist die Frage, was den Schaden verursacht hat. Ich meine, es könnte sein, dass der Kopf blockiert hat irgendwo. Am Motor selber, Kurbeltrieb, ist alles in Ordnung, hatte ich schon am Fahrzeug überprüft. Deshalb überprüfen wir zuerst mal im Kopf, ob eine der Nockenwelle schwergängig ist. Der Kettenspanner war noch in Ordnung, als ich den Motor ausgebaut habe. Deswegen montiere ich jetzt die Nockenwellen ohne Kettenspanner und prüfe, ob eine schwerer geht als die andere. Zudem werde ich euch alle weiteren Maßnahmen, die wir zur Überholung des Zylinderkopfs vor dem Einbau durchführen, in diesem Video zeigen. Von den Lagerschalen hat keine gefressen, also das sieht alles top aus. Auch die anderen sehen alle so aus. Leichte Verbrauchsspuren, das ist nur optisch. Fingernagel zeigt keine Reaktion. Ich wische die Führungen der Hydrostößel aus. Dann werden die mit Öl ausgewischt. Bei sowas kann Öl nie schaden. Und dann können wir mit dem Magnet die Hydrostößel wieder in die entsprechenden Positionen setzen. Immer wenn er drin sitzt, überprüfen, ob er auch leichtgängig ist. Dreht ein bisschen, dass sich das Öl noch verteilt. Perfekt. Irgendwann kommt auch beim 16. Ventiler der letzte Stößel. Die Lagerschalen werden auch gut ausgewischt. Und ebenfalls gut geölt. Wie gesagt, kann nicht zu viel sein. Kann ich die Nockenwellen einsetzen. So, die stehen jetzt natürlich ein bisschen hoch, weil sich da ein Ventil drückt. Und auch die Auslassnockenwelle. Besten auch wieder auf Position Zylinder 1. Dann auch viel Öl auf diese Seite der Lagerflächen. Die Lagerschalen werden ebenfalls ausgewischt. Tropfen Öl rein. Und ansetzen. Bei Zylinder 1 und 3 kommen die Werkzeuge, das heißt, ich muss jetzt diese Schalen montieren. Die werden dann auch wieder angesetzt. Da hat man jetzt keine Chance, die runterzubekommen, weil das Ventil gerade aufmacht. Verteilen, die Lagerschale auch geölt. Die Nummer muss immer nach außen zeigen. Hier steht 2 und hier steht 2. Bei Zylinder 1 und 3 kommen wieder die Bolzen für die Spezialwerkzeuge rein. Gefühlvoll anziehen reicht. Auch die Werkzeugbrücke wird natürlich geölt. So, das war die erste, so rum kommt sie drauf. Bei Zylinder 3 kommt das zweite Werkzeug rein. Da jetzt ein paar Ventile öffnen, geht die Nockenwelle nicht rein. Die wird jetzt mit diesen Brücken in Position gezogen. Also ganz vorsichtig mal überall eine halbe Umdrehung. Halbe Umdrehung. Hier wieder eine halbe Umdrehung. Hier wieder eine halbe Umdrehung. Dann kann man schon mal vorsichtig, die sitzt schon, die Schale. Das heißt, man kann die Schrauben reinmachen. Auch die Schrauben legen wir gerade mal so an. Nur anlegen. Es muss dann alles, dass es nicht in der Passhilse Aluminium drückt, das muss alles mit Gefühl geschehen. Da sich das Ventil hier drückt, haben wir hier noch den größten Abstand. Ich finde also die Passhilse noch nicht, aber man kann ja mal die Schrauben eindrehen, aber nicht drücken jetzt. Auch die vordere Doppelschale kann man die Schrauben mal ansetzen. Die sitzt schon ganz gut in ihrer Passung, hier ist noch ein kleiner Spalt.
Und so arbeiten wir uns stückweise mit den Werkzeugen vor. Jetzt hat auch die hintere knapp ihre Buchsen gefunden. Jetzt können wir die Schrauben da mal anlegen. Die kommt jetzt auch so runter und die sitzt schon auch gut. Also auch wieder Schrauben anlegen. So, ist da noch irgendwo ein Spalt? Diese Brücke wieder lose, können wir die noch ein bisschen nachziehen und so kommt man langsam mit den Nockenwellen in die Federn. Wenn dann alle Lagerschalen spaltfrei sitzen, können die Brücken raus. Anstelle der Brücken werden jetzt auch dort die Lagerschalen montiert. Also erstmal wieder auswischen, dass da kein Dreck mit reinkommt. Dann ziehe ich mal alle Schrauben mit 10 Newtonmeter fest. Und das finale Anzugsmoment sind 20 Newtonmeter. Den Kopf habe ich jetzt ein bisschen auf der Werkbank befestigt, so dass ich nach hinten drehen kann. Weil ich drehe jetzt beide Nockenwellen durch. So, ich habe den Drehmomentschlüssel jetzt auf 25 Newtonmeter eingestellt. Das habe ich mal eben so knapp ausprobiert, wo wir ungefähr liegen. Und jetzt probiere ich alle Ventile durch, ob alle unter 25 liegen. So, ich halte den unter 90 Grad, dann misst man ja das originale Drehmoment, weil bei 90 Grad Umlenkung habe ich keinen zusätzlichen Hebel. So, jetzt drehe ich und auch hier liegen wir unter 25 Newtonmeter. Ich habe jetzt beide Wellen durchprobiert und jeweils das Moment bestimmt, bei dem es gerade nicht klickt und das Moment wie hier, wo es gerade klickt. Erst habe ich alle mit 25 ausprobiert. Der Haken sagt jeweils, dass das Moment unter 25 war. Dann bin ich mit 20 gegangen, das war auch noch zu viel. Bei 15 war es gerade richtig, da hat er schon geklickt und der Auslass war noch niedriger. Deswegen habe ich den Auslass mit 12,5 probiert. Das heißt, alle Auslassventile liegen zwischen 12,5 und 15. Einlassventile liegen zwischen 15 und 17,5 Newtonmeter. Das bedeutet, unsere ursprüngliche Theorie, dass da irgendwas blockiert hat, hat sich nicht bewahrheitet. Die Nockenwellen drehen beide frei. Den Kettenantrieb hatte ich im anderen Video ja gezeigt, der war auch einwandfrei. Da fehlt auch kein Zahn. Wir haben kein Problem von der Motorseite. Das sieht nach einem simplen Zahnriemenriss aus. Bei diesem Zahnriemenriss sind aber wahrscheinlich ein paar Ventile auf den Kolben, also Spuren habe ich gefunden hier beim Auslassventil. Sprich, wir werden jetzt alle Ventile ausbauen, untersuchen, ob sie noch gerade sind und wir schauen, welches Spiel die Ventilführungen haben. Also mache ich wieder die Lagerschalen für die Brücken raus. Ja, das geht. Wenn die Brücken installiert sind, kann ich die anderen Lagerschalen lösen und entfernen. Und jetzt können wir die Brücken symmetrisch entspannen. Die vordere ist schon ziemlich offen, das liegt daran, weil das hintere Ventil hier geöffnet ist. Die Stößel kommen wieder raus, Magnet und ins Sortiment. Und die Werkzeuge können natürlich auch wieder raus. Nach einem Zahnriemenriss muss man ja die Ventile untersuchen. Wir haben nur ganz leichte Spuren gesehen auf einem Kolben. Wir müssen jetzt alle Ventile ausbauen und einzeln alles durchmessen. Beim Ausbau der Ventile kann man so ein Werkzeug nehmen. Der Teller drückt unten auf das Ventil. Damit drückt man die Feder runter und dann kann man die Konusstücke am Ventilschaft entnehmen. Es gibt auch andere Werkzeuge, die von oben drücken, kann man natürlich auch nehmen.
Sehr oft verkleben diese oberen Federteller mit den Kohnestücken. Deswegen ist es eine gute Idee, mal hier einen kräftigen Schlag drauf zu geben. Hier oben die Führung von dem Hydraulikstößel nicht verkratze, nehme ich hier einen Plastikschutz. Der wird erstmal eingesetzt. Dann wird das Werkzeug unten auf das Ventil und oben auf den Teller angesetzt. Und dann drückt man das so zusammen. Für die doppelten Federn von unserem Porsche ist der Spanner ein bisschen schwach. Das heißt, ich ziehe hier noch ein bisschen nach, dass wir schön Platz haben für die Kohnestücke. Jetzt liegen die Kohnestücke frei. Dann geht es mit dem Magnet rein. Und ihr seht, sie waren frei. Ich habe das eine und die gleiche Nummer mit dem zweiten Stück. Jetzt kann man die Spannung wieder langsam abbauen. Also wenn man so weit entspannt hat, kann man hier loslassen. Und wir haben. Für die Teile braucht ihr so einen Sortimentskasten, da setzt ihr die dann schön ab. Beschriftet, dass jedes Teil wieder dahin kommt, wo es war. Und dann könnt ihr die einzelnen Teile mit dem Magnet entnehmen. Das war der obere Federteller. Beide Federn. Die könnt ihr dann gleich untersuchen, ob sie soweit noch gut sind. Sieht alles toll aus. Da ist nichts gebrochen. Die Federn setzt ihr auch wieder lagerichtig ab. Und unten müsst ihr aufpassen. Unten ist ein Ventilteller. Den hole ich mal als erstes raus. Und unter dem Teller sind 1 oder 2 Unterlagscheiben. Da müsst ihr aufpassen, wie viele das jeweils sind. Hier war es eine. Keine vergessen, sonst fehlt sie nachher, wenn man den Kopf putzt. Dann braucht ihr nur ein bisschen auf das Ventil drücken und dann kann man es unten entnehmen. Und den Spaß macht er jetzt 16 Mal. So, die ersten 8 Ventile habe ich geschafft. Das war die komplette Auslassseite. Damit ich jetzt hier besser arbeiten kann, habe ich den Kopf umgedreht. Und mit dem nächsten Setzkasten geht es dann auf der Einlassseite weiter. Irgendwann ist man dann auch beim letzten Ventil angelangt. Also alles wieder in den Setzkasten. Und das letzte Ventil in den Satz. Jetzt muss ich die Ventile auf Schlag prüfen. Ich habe da schon Experten gesehen, die haben es einfach in Akkuschrauber reingesteckt. Wir machen es natürlich professionell. Ich spanne die Ventile mit einer Spannzange in die Drehbank und zwar immer in identischer Tiefe. Ich habe mich jetzt mal auf 8,3 geeinigt. Dann werden sie von der Spannzange gehalten. Kann man die Drehbank laufen lassen und man sieht, ob das Ventil eiert oder nicht. Optisch sieht das schon mal gut aus. Dann putze ich den Rand mal ein bisschen ab. Dann setze ich die Messuhr. Ich habe eine flache Spitze reingemacht, also keine Kugel. Und die setze ich jetzt genau auf dem Rand von dem Ventil an. Und jetzt drehe ich da einmal durch und messe jeweils den kleinsten und größten Wert. Hier finden wir als kleinsten Wert 81 und als größten Wert 88. Das Spiel machen wir jetzt mit allen 16 Ventilen. Im Prinzip wäre es natürlich besser von da zu messen, da wäre ein Schlag größer wie hier, aber da muss man erstmal die ganze Fläche putzen. Und ich möchte jetzt erstmal schauen, ob es sich lohnt zu putzen. Ich habe die Messung jetzt für alle Ventile durchgeführt. Die Ventile lagen zwischen 2 und 23 Hundertstel Millimeter. Ich habe dann noch eine Nullmessung der Drehbank gemacht, das ist auch noch ein chinesischer Ramsch, die hat 400stel Millimeter. Das ist jetzt das schlechteste Ventil und jetzt machen wir das, was ich am Anfang gesagt habe. Statt nur so zu messen, messen wir jetzt nochmal auf der Stirnfläche. Wenn das einen Schlag bekommen hat, muss es ja einen riesen Schlag auf der Stirnfläche haben. Schauen wir mal, was wir hier einen Schlag haben. Und dann sieht man, der Schlag ist hier auch nicht größer wie seitlich. Das sind so 12, 13 Hundertstel Schlag. Zusammenfassend kann man sagen, keines der Ventile hat es so verbogen, dass wir es nicht wieder benutzen können. Das ist alles noch im Grünen.
Damit ich den Kopf zum Putzen anständig umdrehen kann und zum weiteren Messen, machen wir mal die Schrauben hier raus vom Halter. Man wundert sich immer wieder, was Porsche so konstruiert. Mit 2 6er Schräubchen wird der ganze Motorträger da montiert. Dann kann auch die Kappe noch ab. Dann können auch die Verschlussstopfen hier von den Ölleitungen abgeruckelt werden. Das war der eine, die sind noch im tollen Zustand, da habe ich schon viel schlechtere gesehen. Das war der andere. Beim Auslass müssen wir noch die Dichtringe von dem Krümmer rauskriegen. Die haben hier eine kleine Kante, aber das Problem ist, das nebendran ist Alu, deswegen versuche ich es jetzt mal mit Stahl unterzulegen und dann irgendwann schafft es mal unter die Falz zu kommen und dann geht es einfacher. Und wir haben den Ringhausen. Und wir haben den Ringhausen, ohne was zu zerstören. Bei der Überarbeitung eines solchen Zylinderkopfes schneide ich immer die Bolzen nach, weil die sind immer ein bisschen verrostet. Wenn man die Gewinde macht, kann man das nachher alles freihand ansetzen. Die Dichtungen von der Einlassseite, also das hier ist hier der Wasserstutzen, die müsst ihr auch noch wegmachen. Wenn der gröbste Müll mal weg ist, dann könnt ihr mit Gasket Remover dran gehen. Geht gar nichts mehr. Sauber sieht der Wasserstutzen dann so aus. Im nächsten Schritt müssen wir das Spiel der Ventilführungen messen. Dafür bräuchte man im Normalfall, nach der Anleitung von Porsche, neue Ventile. Ich habe jetzt keine zur Hand, deswegen vermesse ich das Ventilspiel erstmal mit den alten Ventilen, in der Hoffnung, dass es auch dann schon unterm Limit ist, weil mit neuen wird es nur noch kleiner. Für die Messung von dem Ventilspiel müsst ihr ein Ventil einsetzen und das muss 10 mm rausstehen. Dann wird die Messuhr oben drauf gesetzt und ich bewege es jetzt hoch und runter. Und dann schauen wir mal, wie viel das ausmacht. Ich drücke jetzt das Ventil nach unten. Wir haben einen Messwert von 58. Dann drücke ich das Ventil nach oben. Wir haben einen Messwert von 114. Nehmen wir die zwei Werte voneinander ab, so erhalten wir 56 Hundertstel. Das maximal zulässige Spiel wäre 80 Hundertstel, also 0,8 mm. Wir sind da weit drunter, da besteht keine Notwendigkeit mit dem neuen Ventil zu messen. Diese Führung ist in Ordnung. Diesen Vorgang wiederhole ich nun mit allen Ventilen. So, das Ergebnis der Messung ist eindeutig. Alle Auslassventile lagen zwischen 0,5 und 0,6 mm, also auch mit den alten Ventilen unter dem Limit von 0,8. Bei den Einlassventilen ist es noch besser, das ist aber typisch. Die werden ja weniger belastet. Dort liegt das Spiel selbst mit den alten Ventilen bei 0,3 mm. Alle Ventilführungen sind noch in Ordnung. Das bedeutet, leider bekommt ihr heute kein Video, wie man die Ventilführungen wechselt. Das muss ich aufs nächste Mal verschieben. Jetzt kommt eine absolut Lieblingsaufgabe von mir, und zwar muss ich jetzt die Dichtfläche reinigen. Dafür benutzt man am besten solche Kupferschaber. Kunststoff ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu weich und alles andere ist zu hart. Man muss nämlich fürchterlich aufpassen, dass man keinen Kratzer reinmacht. Dann empfehle ich Backofenreiniger. Da sind die Ergebnisse hierbei sogar besser wie bei dem Profi-Produkt, weil das Profi-Produkt ist eigentlich eher zum Lösen von Fügeklebern. Das könnt ihr für Loctite 574, Loctite 638 nehmen. Da funktioniert es toll, aber hier Backofenreiniger kostet auch nur 25% des Preises. So, jetzt ist mal eingesprüht. Ein Stück reicht, weiter kommen wir eh nicht und jetzt müssen wir erstmal 10 Minuten warten. Jetzt vorsichtig kratzen, ihr seht schon, wie hier den Dreck sammelt, sich löst, und ihr kratzt immer quer zur Dichtungsrichtung, weil wenn man quer zur Dichtungsrichtung kratzt und es gibt mal einen Mikrokratzer, ist der ja nicht so schlimm, wie wenn er in Richtung läuft. Die besonders dreckigen Ecken mache ich mit 3000er Lackschleifpapier ein bisschen sauber. So, die ersten 2 Zylinder kommen schon mal. Da habe ich noch nichts gemacht. Da sieht man mal den Unterschied.
Nachdem ich den Kopf jetzt so halbwegs geputzt habe, also zumindest alle Dichtungsreste sind weg, es gibt nur ein paar Vertiefungen, über die reden wir später, kann ich mit dem Haarlineal messen, ob der Kopf als Ganzes verzogen ist. Ich benutze dafür ein Haarlineal der Klasse 00, das heißt die maximale Abweichung bei dieser Länge wären 6 Mikrometer. Zusätzlich habe ich hier eine Leere mit 200 Millimeter. Und die versuche ich jetzt an den Stellen, an denen ich ein bisschen Licht sehe, unter dem Haarlineal durchzuschieben. So, also hier geht sie nicht durch und hier geht sie nicht durch. Das heißt, unsere Abweichung liegt in der Richtung unter 0,02 mm. Und auch in dieser Richtung finde ich nichts. Dann können wir es noch einmal auf der Fläche immer ganz vorsichtig aufsetzen. Der Kopf ist weich, das Lineal gehärtet. Da ist nichts zu sehen. Gut. Das heißt, die Abweichung in der Ebenheit liegt unter 0,02 mm. Das Maß von Porsche wäre 0,05 mm, also liegen wir deutlich drunter. Selbst für einen neu bearbeiteten Kopf wären es 0,03 mm, auch da liegen wir noch drunter. Das heißt, von der Ebenheit könnte man den Kopf lassen. Beim Wechsel der Ventilschaftdichtung müssen wir ein paar Dinge beachten. Die muss man jetzt von den Ventilführungen abziehen, von den Schaftführungen. Dafür braucht es so eine Zange. Damit wir unten keinen Schaden machen, legen wir eine Unterlagscheibe drunter. So, die liegt schon mal. Und damit wir oben keinen Schaden machen mit der Zange, wenn wir ausrutschen, können wir wieder die Plastikführung nehmen, wo ich mir gebastelt habe. Und dann geht es wie beim Zahnarzt. Bisschen wackeln, bisschen versuchen zu drehen, abgerutscht, nächster Versuch. Und wir haben die Schaftdichtung. Bei der Oberfläche haben wir jetzt oder haben wir kein Problem. Schauen wir mal. Die S2 haben immer so ein typisches Problem. Bei der Dichtung ist unter der einen Seite ist nichts drunter, da ist gar kein Material drunter vom Motor her, weil unten sind einfach die Wasserkanäle. Dann platzt die Dichtung, innen drin rostet der Layer und bildet oben Rost. Dieser Rost frisst dann das Aluminium in dem Zwischenbereich hier ab. Diese Stelle wäre komplett unkritisch. Leider hat der Kopf jetzt hier auch ein paar Stellen, wo näher dran sind. Im ersten Moment macht so eine Stelle ja Sorgen. Wir sind da schon verdammt nah an dem Dichtring dran. Die Porsche-Konstrukteure hatten davor weniger Angst, weil man sieht, die haben sich hier genauso nah an den Ring dran gearbeitet mit einem gewollten Hohlraum. Also sollte das auch dicht werden. Wir reinigen jetzt den Kopf also noch mal ein bisschen gründlich und dann schauen wir mal, ob die Sache nicht auch so geht. Notfalls können wir immer noch auf Methoden wie Wick oder Laserschweißen übergehen. Um die Ventile zu reinigen, die sind ja hier verkokt, stecken wir die in reine Zitronensäure so ungefähr für 12 Stunden. Damit ich sie nicht durcheinander bekomme, habe ich sie alle beschriftet und dann kommen sie in den Topf. So, jetzt sind 12 Stunden rum. Schauen wir mal, wie die Sache aussieht. Und ihr seht, es hat sich alles komplett gelöst. Braucht man jetzt nur noch abkratzen. Kann man mit dem Schwämmchen machen. Und das Ventil ist im Wesentlichen blank. So, holen wir das Ventil mal raus. Das war ja ein ganz verkorkstes. Aha, ihr seht, wie sich das schön löst. Reicht noch nicht ganz die 12 Stunden, aber das meiste ist schon mal weg. Ihr seht, wie das kommt. Das wird gut. Ein sauberes Ventil sieht dann so aus. Das heißt, wir bauen den Kopf jetzt wieder zusammen. Der Zusammenbau des Zylinderkopfs beginnt mit dem Einschleifen der Ventile. Dafür gibt es Schleifpaste, und zwar in 2 verschiedenen Stufen. Ihr beginnt mit der Vorschleifpaste. Dann ganz wenig
Paste hier auf dem Ring verteilen. Alles, was zu viel ist, müsst ihr nachher nur wieder wegputzen. Weil geschliffen wird nur der Teil des Ventils. Vor dem Einsetzen blase ich die Führung nochmal aus. Dann kommt sehr viel Öl, also gut Öl, auf den Schaft. Wird das Ventil eingesetzt. Und dann kommt der klassische Bömpel zum Einsatz da. Der wird aufs Ventil aufgedrückt. Und dann dreht er das Ventil so ein bisschen hin und her, nicht allzu lange. Ihr hört am Ton, aha, seht ihr, das war's schon. Jetzt hat sich der Schliff schon verteilt. Dann kommt das Ventil raus und wird abgeputzt. Auch vom Sitz wird die Paste wieder abgewischt. Und damit der letzte Rest rauskommt, nehmen wir Druckluft. Dieser Vorgang wird jetzt nun mit der Nachschleifpaste wiederholt. Und auch dieses Ventil wird mit viel Öl auf dem Schaft eingesetzt. Dann die Oberfläche kurz abputzen, dass der Bömpel hält. Draufdrücken und schleifen. Und dann könnt ihr das Ventil wieder rausholen. Das Ventil wird sehr gut gereinigt. Das kann man auch abblasen. Da muss alle Paste runter. Und dann wird es geölt vor dem Einsetzen. Jetzt muss ich den Kopf sehr gut reinigen, weil das ist ja die finale Schleifaktion bei diesem Ventil. Für den Einbau des Ventils muss ich den Kopf jetzt umdrehen. Das Ventil wird jetzt von unten in seine Position eingesetzt. Und da muss ich es da unten ein bisschen verkeilen, damit es nicht von alleine runterfällt. Der braucht doch nicht viel Kraft, es geht nur darum, dass es nicht ins Leere fällt. Jetzt wird der Ventilsitz unten gereinigt. Mit da so ein Ohrenputzer, dass da kein Dreck drin liegt. Kommt die Stahlscheibe von dem unteren Ventilteller, oder die zwei, wenn es zwei waren, auf die Position. Und jetzt geht es darum, diese Ventilschaftdichtung, oh, Vorsicht, die Orientierung ist falsch, die müssen so drin sitzen, dass ihr die Feder vom Simmering seht. Die müssen so da drauf sitzen. Und damit die dünne Lippe nicht an diesen scharfen Kanten hier zerstört wird, gibt es extra ein Einbauwerkzeug. Das ist so eine Art Kondom und es wird dann so draufgeschoben und dann wird die Ventilschaftdichtung drüber gedrückt. Seht ihr schlecht, weil ich nachher meine Finger auf der Position habe. Deswegen zeige ich es euch nochmal separat. Also jetzt kommt die Hülse, wie ich euch gezeigt habe, über das Ventil. Die müsst ihr vollflächig ölen. Also da kann das Öl gar nicht schaden, das verbrennt sich alles nachher. Und jetzt kommt es so drauf, dass ihr die Feder seht. Und die wird jetzt über den Kondom ganz vorsichtig rüber gedrückt. So, bis sie unten ansteht. Kann der Kondom wieder raus. Und jetzt braucht er so einen Ventilschafteindrücker, Ventilschaftdichtungseindrücker. Und da drückt er erstmal mit der Hand. Jetzt ist es eigentlich schon eingerastet. Und zur Sicherheit gibt es dann 2, 3 dezente Schlägchen mit dem Hammer. Dann kommt der untere Ventilteller lagerrichtig rein. Die Scheibe hatten wir ja schon vorhin. Die 2 Ventilfedern könnt ihr als Pack drüber setzen. Dann kommt der obere Teller, der natürlich so rum. Und wenn wir das gemacht haben, muss auch noch der Schutz drauf, damit ich die Wände nicht verschramme mit meinem Werkzeug. Wenn die Schaftdichtung drin ist, hält die Lippe das Ventil schon, das kann also nicht mehr wegsausen, können wir das wegmachen.
Und zum Einbau der Kegelstücke ist es die gleiche Prozedur, wie wo wir sie entnommen haben. Also erstmal zusammendrücken, dann reicht ja die Spannung von meinem Werkzeug nicht aus. Ich muss sie also noch ein bisschen durch Nachdrehen hier unten erhöhen. Vor dem Einsetzen dieser Konestücke, also dieser Kegelstümpfe, müsst ihr hier ein bisschen Fett in die Rille machen, dann hält es gut, wenn ihr es an den Schaft drückt. Dann kommt das Stück, also so, der Winkel muss so stehen, auf den kleinen Magnet und wird eingesetzt. Da seht ihr natürlich so gut wie gar nichts. Wenn es ungefähr auf Position ist, wird es mit dem Schraubenzieher hingedrückt. Und die gleiche Nummer dann mit dem zweiten Stück. So müssen die Kegelstücke dann drin sitzen und jetzt können wir langsam entspannen. Ich kurbel jetzt langsam die Spannung zurück. Am Ende kann man ihn dann vollständig entspannen. Das Werkzeug kommt raus. Und wenn das richtig sitzt, muss das so aussehen. Ein bisschen seitlich. Sieht man nicht. Die Kegelstücke sitzen schlüssig drin und halten den Ventilschaft. Mittlerweile habe ich die Ventile von einem Zylinder komplett und den werden wir dann jetzt mal auf Dichtigkeit überprüfen. Hier sind jetzt die 4 Ventile drin, Federn und alles eingebaut und damit die Mitte abdichtet, habe ich gerade eine Zündkerze reingeschraubt. Früher hat man für so einen Test Benzin genommen, Alkohol tut es auch. Und Alkohol ist nicht so ungesund, sonst wäre meine Familie schon längst ausgestorben. Ich fülle also die Mulde von der Verbrennung komplett mit Alkohol an. Wenn das nicht so blöd. Wir haben den Alkohol noch ein bisschen eingefärbt, dass man es besser sieht. Jetzt müssen wir schauen, ob hier Alkohol rausläuft. Ich habe mittlerweile eine Viertelstunde gewartet. Nirgends ist ein Tropfen unten zu erkennen und der Stand sinkt auch nicht ab. Der Zylinder ist erstmal gut. Jetzt mache ich noch die anderen 3 Zylinder und dann geht es weiter. So, es ist geschafft. Alle Ventile sind dicht. Jetzt kann der Kopf wieder verbaut werden. Für den Ausbau und Einbau des Zylinderkopfs gibt es ein anderes Video. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Für heute sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video.